Es ist nicht möglich, dass ein Leben sinnlos ist. Aber wir führen ein sinnloses Leben. Und wir müssen nicht warten, bis wir tot sind, dass wir zurückschauen und sagen, boah, ich habe ja ein völlig sinnloses Leben geführt. Sondern wir können auch die Augen aufmachen und sagen, wie viel von mir ist eigentlich ich? Das System von Matrix will uns alle wirklich in eine Massenproduktion pressen. Wenn ich Erholung brauche, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Weil wenn man das Richtige macht, dann bekommt man eher Kraft. Der Sinn des Lebens, das ist meine Meinung, hat zwei Bestandteile. Wir kommen in diese Welt, dann gehen wir irgendwann zur Schule, wir wachsen auf, wir kommen in die Pubertät. Irgendwann gehen wir dann einer Arbeit nach, wir heiraten, bekommen Kinder, irgendwann werden wir selbst alt und gebrechlich und fragen uns, war das schon alles? Was ist der Sinn bei dem Ganzen? Ist das der Sinn unseres Lebens? Gibt es da noch mehr? Woher kommen wir eigentlich? Wohin gehen wir? Was soll das alles? Darüber sprechen wir heute mit dem Bewusstseinsexperten Nummer 1, Said Habibzadeh. Herzlich willkommen, lieber Said. Danke für die Einladung. Wie ist das eigentlich, wenn wir uns diese Frage stellen? Wir kommen ja alle an diesen Punkt irgendwann und fragen uns, woher kommen wir? Wohin gehen wir? Und was macht das alles für einen Sinn? Was sagst du dazu? Also, ich sehe das so, dass wir alle ursprünglich Kinder Gottes sind. Wir sind Lichtwesen. Wir sind absolut vollkommen, unfassbar, unvorstellbar schön, genial, hochbegabt. Und wir haben überhaupt keine Probleme, sondern Probleme werden uns eingeredet. Mit anderen Worten, wir sind Lichtwesen, kommen in diese Welt, oder Geistwesen kann man auch sagen. Wir kommen in diese Welt, um menschliche Erfahrungen zu machen. Wir sind keine Menschen, wir sind sehr viel mehr als das. Wir kommen aber in diese Welt mit der Absicht, menschliche Erfahrungen zu machen und bestimmte materielle Erkenntnisse zu sammeln. Und ohne Lebensplan kommt niemand in diese Welt. Und mit Lebensplan ist gemeint, dass wir mit einem Plan in diese Welt kommen. Wir kommen mit der Absicht, bestimmte Menschen kennenzulernen, bestimmte Erfahrungen zu machen, bestimmte Lektionen zu lernen. Und das alles zusammen ist eben der Lebensplan. Und das ist auch gleichzeitig der Sinn des Lebens. Also von all dem, was wir erleben, nichts davon ist sinnlos, sondern passiert aus einem guten Grund. Nur wir machen nichts Gutes daraus. Das heißt, wenn wir in diese Welt kommen, werden wir geboren in ein unsichtbares Gefangenschaftssystem, das ich Matrix nenne. Und die Matrix sorgt besonders in den ersten 3 Jahren dafür, dass wir unseren Lebensplan vergessen. Unsere wahren Absichten, warum wir in diese Welt gekommen sind. Wir sind in diese Welt gekommen, Freiheit kennenzulernen, Lieben kennenzulernen, sich lieben zu lassen, sich zu entwickeln, also mit sehr guten Absichten. Und das passt natürlich dem Matrix-System nicht. Und wir werden, also man zwingt uns dazu, den Sinn unseres Lebens zu vergessen. Und stattdessen machen wir irgendeinen Unsinn. Wir lernen Dinge in der Schule, die für niemanden Sinn machen, besonders nicht für die Persönlichkeitsentwicklung. Und ob jetzt Grundschule, ob jetzt Kindergarten oder Universität, da lernen wir eigentlich nur Unsinn. Zum Beispiel, wie wir mit Geld umgehen, wie wir mit unserem Körper umgehen. Was ist denn eigentlich überhaupt Gesundheit? Was macht uns krank? Was macht uns gesund? Wie erkennen wir wahre Freunde? Alles, was irgendwie für uns wirklich Sinn macht, lernen wir nicht. Wir werden dazu gezwungen, ein sinnloses Leben zu führen. Für uns ist das Leben, so wie wir es erleben, sinnlos. Aber für das System macht das Sinn, weil wir mit unserer Energie das System aufrechterhalten, versorgen. Das heißt, was wir machen, kostet uns Energie, bringt aber Matrix-Energie. Und einerseits kommen wir mit diesem sinnvollen Plan in diese Welt, und andererseits werden wir dazu gezwungen, diesen Plan zu vergessen und stattdessen eine Funktion zu erfüllen, dass wir für jeden Menschen eine Rolle spielen. Und irgendwann haben wir so viele Rollen, dass wir uns nicht mehr erkennen, aus den Augen verlieren.
besonders in den ersten 3 bzw. 7 Jahren, je nachdem, in welcher Entwicklungsphase man ist. Und das bedeutet, wir werden dazu gezwungen, ein sinnloses Leben zu führen. Und weil wir den eigentlichen Sinn, also Grund, warum wir in diese Welt gekommen sind, vergessen haben, glauben wir, dass unser Leben sinnlos ist. Nein, es ist nicht möglich, dass ein Leben sinnlos ist. Aber wir führen ein sinnloses Leben. Das heißt, ein Leben, das uns nicht glücklich macht. Ein Leben, das unser Bewusstsein nicht entwickelt. Wir werden nicht glücklicher, wir werden nicht erfolgreicher, wir werden nicht reicher. Im Gegenteil, wir werden immer unglücklicher, wir werden immer einsamer, kränker, ärmer und so weiter. Und das ist der Punkt. Also, warum so viele Menschen, eigentlich alle, auch diejenigen, die erfolgreich sind, Milliardär sind, beliebt sind und so weiter, die suchen immer und immer wieder, die meisten ein Leben lang, nach dem Sinn des Lebens, weil sie ihren Lebensplan, warum sie oder mit welchen Absichten sie in diese Welt gekommen sind, vergessen haben, aus den Augen verloren haben. Und ein Hauptteil meines Auftrages ist, den Menschen daran zu erinnern, wer er wirklich ist, warum er wirklich in diese Welt gekommen ist. Niemand kommt in diese Welt, um eine Funktion zu erfüllen, eine bestimmte Rolle zu erfüllen. Jeder Mensch kommt in diese Welt, um zu lernen und das, was er gelernt hat, anderen weiterzugeben. Das heißt, der Sinn des Lebens, das ist meine Meinung, hat 2 Bestandteile. Statische und individuelle bzw. variable. Statisch bedeutet, ich muss eine Bereicherung für mich werden. Daran kommt niemand vorbei. Niemand kann sagen, ich führe ein sinnvolles Leben, ohne dass ich eine Bereicherung für mich bin. Ohne dass irgendwas in mir und meinem Leben besser wird, das gibt es nicht. Und der andere Punkt bei dem statischen Lebensplan ist, ich muss eine Bereicherung für andere sein. Ich muss. Das heißt, das ist nicht verhandelbar. Jeder, der in diese Welt kommt, der statische Teil, unveränderbar, unverhandelbar, der Sinn seines Lebens ist, ich muss für mich selbst eine Bereicherung sein und werden und für andere. Und der Variable ist dann wie? Zum Beispiel der eine wird Komponist, der andere wird Schriftsteller, der andere wird Schauspieler, der eine wird Schreiner, je nachdem. Das heißt, ich bin eine Bereicherung für mich, das bedeutet durch mich und meine Entscheidungen, meine Gefühle, meine Gedanken, werde ich immer schöner, immer glücklicher, immer erfolgreicher, immer reicher. Und aber auch andere. Das heißt, alle, die mit mir in Berührung kommen, ihnen geht es einfach besser. Dauerhaft, nicht 5 Minuten. Dauerhaft geht es ihnen besser, das ist so der statische Teil. Und variabel, das ist dann, kann man zum Beispiel in einer karmalogischen Besprechung herausfinden, was der Beruf ist, was die Berufung ist, welche Talente man hat und so weiter. Aber auch ohne Karmalogie kann man das herausfinden. Ich habe jetzt so lange geredet, aber das ist so in kurzer Zusammenfassung das, was ich meine. Sehr gut. Wie wird man denn zu einer Bereicherung, sagen wir zuerst für sich selbst? Fangen wir doch einfach Schritt für Schritt an. Wie wird man eine Bereicherung für sich selbst? Oder wir könnten fragen, wie gestalte ich mein Leben sinnvoll für mich? Meine Antwort ist immer dieselbe. Gestalte deinen Tag so, dass es dich glücklich macht. Also ich sage immer Glückseligkeit, also wie werde ich glücklich und so. Glückseligkeit hat 2 Bestandteile. Es gibt Dinge, die müssen wir lassen, wenn wir glücklich werden wollen. Zum Beispiel Alkohol trinken, 30 Tassen Kaffee trinken, auf die Ernährung nicht achten, keinen Sport machen und so weiter und Zigaretten rauchen und so. Und hoffen, dass man dadurch glücklich wird, das geht nicht. Es gibt Dinge, die hindern uns einfach daran, glücklich zu werden oder sie machen uns unglücklich, die müssen wir lassen. Dazu gehören auch Menschen, die uns belasten. Das kann eine eigene Mutter sein. Menschen, die negativ denken, sehen Jammerlappen. Menschen, die in allem schwarz sehen und immer schlecht reden über alles Mögliche. Menschen, die einem die Träume zerstören. Wenn man mit Visionen und Träumen zu ihnen kommt,
dass sie sagen, ach ja, das ist schön, wenn du Träume hast, aber die werden wohl nie wahr. In unserer Familie hat das keiner geschafft, die wird es auch nicht schaffen, sowas. Das heißt, man muss wirklich herausfinden, das ist meine Empfehlung, wenn jemand sagt, okay, wenn ich ein sinnvolles Leben in erster Linie für mich machen will, muss ich auch mein Leben so gestalten, dass ich immer glücklicher werde. Wo fange ich an? Meiner Meinung nach ist, also der erste Schritt ist, erstelle eine Liste von Dingen, die dich unglücklich machen, von Menschen, die dich belasten, von Ernährungsdingen, von Lebensmitteln, von Entscheidungen, wirklich von allem, die dich belasten, auch wenn das eine Arbeit ist, die du nicht liebst. Ich sage bewusst eine Arbeit, die du nicht liebst, weil viele Leute sagen, ich mag meine Arbeit, es macht Spaß, aber so eine Arbeit macht nicht glücklich. Wir sind nicht in dieser Welt nur, um Spaß zu haben, sondern die Arbeit muss uns erfüllen. Das heißt, die Arbeit muss uns wirklich glücklich machen. Das Essen, was wir essen, muss uns nicht nur satt machen, sondern auch glücklich. Dass wir sagen, mir geht es einfach besser jetzt, nachdem ich es gegessen habe. Ich empfinde einfach diese pure Lebensfreude, so muss es sein. Alles, was dagegen spricht, muss man auflisten und nach weglassen, selbst wenn das die eigenen Kinder sind, selbst wenn man die eigene Mutter ist. Und dann gibt es Dinge, die andere Seite, das sind Dinge, die wir tun müssen und die tun wir nicht. Zum Beispiel Sport machen macht glücklich. Damit meine ich nicht das, was die Menschen unter Sport verstehen, dass sie den Körper terrorisieren und mit Gewalt und Schmerzen und Muskelkater und so weiter, das ist kein Sport. Dass man den Körper zu einem Instrument macht, zu einer Waffe oder wie bei Kampfsportlern. So nicht, sondern dass man Bewegungen macht, die den Körper einfach glücklich machen. Bei jedem Körper, zum Beispiel der eine Körper geht gerne joggen, der andere fährt Fahrrad und das bitte schon auch nicht ständig. Der andere schwimmt, das muss man herausfinden. Dass man sagt, ich fühle mich einfach wohler, es tut mir gut, ich kann einfach dauernd lachen, nachdem ich jetzt eine Runde schwimmen war. Da geht es nicht darum, jetzt mache ich es auf Leistungssport, nein. Bewegung tut dem Körper einfach gut. Und dann Dinge, die mein Leben sinnvoll machen. Dinge, die mich wirklich tief in meinem Innersten glücklich machen. Und nicht, ich mache etwas, damit ich mehr Geld verdiene. Oder ich mache etwas, damit ich meiner Frau oder meinem Mann besser gefalle. Oder damit ich meinen Kindern gerecht werde. Nein, das sind Muss-Programme, das sind Funktionsprogramme, die machen uns unglücklich. Sondern dass wir wirklich jeden Tag, selbst die erste Entscheidung, ich bin jetzt halb wach und ich muss die Entscheidung treffen, möchte ich jetzt die Augen öffnen? Das ist die erste Erfahrung, die erste Entscheidung, die wir am Tag treffen. Dass wir uns einfach mal fragen, will ich jetzt die Augen öffnen? Und wenn du sagst, nee, noch nicht, dann lass sie zu. Überleg mal, welche Tragweite das hat, wenn man mit solchen Kleinigkeiten anfängt. Dass man sagt, ab jetzt stelle ich mich im Mittelpunkt meines Lebens, nicht im Leben eines anderen. Das wäre verrückt, das wäre pervers. Sondern ich setze mich im Mittelpunkt meines Lebens. Dass ich sage, ab jetzt treffe ich die Entscheidungen so, dass sie in erster Linie mich glücklich machen. Und wenn diese Entscheidungen mich glücklich machen, aber andere unglücklich, dann ist es ihr Pech, nicht mein Pech. Es ist nicht meine Aufgabe, andere glücklich zu machen. Es ist meine Aufgabe, mich glücklich zu machen. In erster Linie für mich eine Bereicherung zu sein. Und der Rest erübrigt sich von alleine. Manche Menschen werden einem dann ja sicherlich vorwerfen, dass man ein Egoist sei. Wie geht man denn damit um? Also ein Ego haben wir alle. Das ist auch nicht schlimm. Für mich ist Ego eine satanische Fremdinstallation, eine unsichtbare, für unsere menschlichen Augen, eine unsichtbare Fremdinstallation. Das Ego gehört nicht zu uns. Wir sind keine Ego-Menschen, wir sind keine Egoisten und so weiter. Aber im Tun ist ein Egoist jemand, der sich ausschließlich oder hauptsächlich nach seinem Ego richtet. Das heißt, wenn ich mich in Schutz nehme vor Übergriffen, vor Menschen, die mich belasten, vor Entscheidungen oder Schritten, die mich belasten. Wenn meine Freunde in die Kneipe gehen und einfach saufen wollen und ich gehe nicht mit, weil ich mich in Schutz nehme, weil ich etwas mache, was sich stimmig anfühlt für mich, dann bin ich kein Egoist.
Ein Egoist ist jemand, der nur sich selbst sieht, isoliert sich von dem Rest der Welt. Aber wenn jemand sagt, ich will mich aufbauen, ich will gute Freunde haben, Menschen, die erfolgreicher sind, glücklicher sind, intelligenter sind, gebildeter sind als ich, das ist nicht egoistisch, das ist das Leben. Das heißt, wir sollten wirklich alles unterlassen, was gegen das Leben geht und alles tun, was uns immer lebendiger macht. Selbst wenn das beinhaltet, dass wir auf bestimmte Menschen, Kontakte, liebgewonnene Angewohnheiten einfach verzichten müssen. Das gehört dazu. Ich sage immer, zum Glücklichwerden oder erfolgreich werden gehören 2 Schritte, die die meisten Menschen nicht tun. Beide sind sehr unangenehm. Erstens, man verzichtet bewusst auf Annehmlichkeiten, die einen daran hindern, glücklich zu werden. Es ist sehr angenehm, dass man sich aufopfert, für andere da ist und so weiter und seine Energie verbrennt, seinen Lebensplan aufgibt für andere. Das ist angenehm, wir kommen uns wie ein Held vor. Aber es ist nicht richtig. Niemand sollte sich opfern für andere. Wir sollten unser Ego opfern für andere, aber nicht uns selbst. Und das bedeutet, wenn ich sage, ich will glücklich werden, ich will erfolgreich werden, ich will reich werden. Das sind 3 Dinge ich finde, jeder Lebenssinn, jeder Lebensplan hat diese 3 Bestandteile. In erster Linie Glückseligkeit, dann Erfolg, dann Reichtum. Wobei man muss definieren, also ich habe ganz andere Definitionen von Glückseligkeit, von Erfolg und Reichtum, als normalerweise in dieser Welt gelten. Aber das sind 3 Dinge, daran kommt niemand vorbei. Das heißt, wenn jemand sagt, ich will den Sinn meines Lebens finden, dann muss er dafür sorgen, dass er immer glücklicher wird. Durch sich selbst, nicht durch seine Freundin oder Freund oder Kinder, dass andere mich glücklich machen. Nein, das ist egoistisch, das ist auch gar nicht möglich. Ich muss mich glücklich machen, das heißt, ich muss mich selbst kennenlernen und herausfinden, was mich aufbaut und was nicht, was mich glücklich macht und was nicht, was mich erfolgreich macht und was mich reich macht. Diese 3 Bestandteile sind die 3 Hauptbestandteile von Sinn des Lebens. Statisch, das ist nicht verhandelbar. Jeder Mensch, der ein sinnvolles Leben führen will, muss herausfinden, was macht mich wirklich glücklich oder wie mache ich mich glücklich, wie mache ich mich erfolgreich, wie mache ich mich reich. So. Und für diese 3 Bestandteile des Lebens gibt es 2 Schritte, die beide sind unangenehm. Ich muss auf Dinge verzichten, auf Menschen, auf Partnerschaften, auf wirklich alles. Selbst vielleicht auf mein Land, die Stadt oder das Haus, in dem ich geboren bin, egal. Ich muss auf alles verzichten, was mich daran hindert, glücklich, erfolgreich und reich zu werden. Alles. Zigaretten rauchen, Pornos schauen oder mit irgendwelchen Verrückten zu tun zu haben. Das ist sehr unangenehm. Wenn wir auf Menschen verzichten wollen oder müssen, die wir lieben, das ist gar nicht so einfach, weiß ich aus eigener Erfahrung. Das ist sehr unangenehm. Dauert auch ein paar Jahre, bis man es begriffen hat und dann dauert es noch mal ein paar Jahre, bis man es umgesetzt hat. Aber es geht immer weiter aufwärts. Und der andere Bestandteil ist, Dinge zu tun, die man bis dahin nicht getan hat. Wenn ich sage, ich will glücklich werden, dann muss ich zum Beispiel mich mit mir selbst beschäftigen und sagen, was macht mich denn eigentlich unglücklich? Was genau? Und ich sage immer, unsere Probleme kommen immer aus der Vergangenheit, niemals von der Gegenwart. Sie werden in der Gegenwart sichtbar, aber die Ursachen sind immer in der Vergangenheit. Deshalb halte ich von solchen schwachsinnigen Gurus und Lehrern überhaupt nichts. Für mich sind das Betrüger, die sagen, deine Vergangenheit ist vorbei, deine Zukunft ist nicht da. Konzentriere dich, wer nutzt dir auf das, was jetzt geschieht. Das Leben passiert im Jetzt und Hier und das ist eine Lüge. Solange jemand sich von der Vergangenheit nicht gelöst hat, und ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der sich von der Vergangenheit gelöst hat, wirken zum Beispiel negative Erlebnisse, Erfahrungen auf die Gegenwart. Das heißt, wir sind gar nicht so frei, wie wir denken. Dass wir sagen, ich treffe jetzt super glückliche Entscheidungen. Das geht nicht, wenn die Ursachen, wenn wir wie ein Hund an einem Baum angekettet sind,
Da können wir noch so viel versuchen, weiterzugehen, unsere Bewegungsradius zu vergrößern. Das funktioniert nicht. Wir verletzen uns immer mehr. Sondern wir müssen diese Ankettungen an diesen Erlebnissen, an diesen Menschen, an diesen Emotionen lösen. Dann sind wir erst frei. Da kommen wir erst überhaupt in der Gegenwart an. Und dann müssen wir in der Gegenwart Entscheidungen treffen, wie will ich denn, dass mein morgiger Tag wird? Wie will ich denn die nächsten 3 Monate gestalten, die nächsten 6 Monate, überhaupt den Rest meines Lebens? Die Entscheidungen treffe ich, also im Jetzt und Hier, wenn ich frei bin von der Vergangenheit. Das heißt, ich muss im Jetzt mich von der Vergangenheit lösen und meine Zukunft planen. Und nicht, dass ich sage, das Leben passiert im Jetzt und Hier, das ist eine Lüge. Das sind alles solche Nebenschauplätze, die, wenn du mich fragst, alles so auf einmal, diese Masse an Informationen hochkommt, die anscheinend in dieser Welt einfach nur ignoriert werden. Das bedeutet, wenn ich sage, ich will den Sinn meines Lebens überhaupt finden, muss ich mich finden. Ich muss mich kennenlernen, wie ich bin, wie ich wirklich bin. Solange ich darauf Wert lege, anderen zu gefallen und bestimmte gesellschaftliche Funktionen zu erfüllen, für meinen Mann, für meine Frau, für meine Freundin, für meinen Freund, für die Kinder, für Chef, für Mitarbeiter, für Freunde, solange ich darauf ausgerichtet bin, werde ich immer ein Schauspieler sein, aber ich werde nie echt sein. Ich werde nie ich sein. Und dementsprechend werden die Umstände mir nicht entsprechen, sondern diesen Rollen, die ich mir aufgesetzt habe. Das bedeutet, wenn ich den Sinn meines Lebens kennenlernen will, muss ich mich kennenlernen. Dann heißt das, die Dinge, die mich verstellen, die mich verfälschen, die mich in eine Rolle, in eine Norm pressen, sodass ich normal werde, die muss ich nach und nach lassen. Dass das Echte langsam zum Vorschein kommt. Das ist eine sehr schmerzhafte Prozedur, weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Und das ist es. Das, was uns belastet, runterfahren, das, was uns entlastet oder glücklich macht, aufbaut, hochfahren. Und das ist wirklich, beides ist sehr unangenehm. Dass man sagt, wie kann ich meine Mutter loslassen? Ich sehe ein, sie ist nicht positiv, sie hat mir eigentlich nie Gutes getan, aber sie ist ja kein böser Mensch. Ich behaupte nicht, dass man Menschen verurteilen soll, die uns belasten, sondern ich sage immer, im Leben gibt es eine Treppe, nur eine. Und diese Treppe kann man entweder nach oben laufen oder nach unten. Nach unten bedeutet, man lässt sich gehen. Da muss man nichts besonders Anstrengendes tun oder etwas leisten. Man lässt sich einfach gehen. Da geht es ist auch ziemlich leicht. Man geht die Treppe runter und dementsprechend geht es einem immer schlechter. Alles wird schlechter. Man wird älter, kränker, einsamer, bis man tot ist. Oder man geht nach oben und das ist anstrengend. Man muss neue Fähigkeiten entwickeln. Man muss darüber nachdenken, mit welchen Eigenschaften. Man muss sich immer weiter verändern, damit man höher steigen kann. Und das ist anstrengend. Und das ist die Entscheidung. Willst du leben oder sterben? Willst du, dass es mit dir aufwärts geht, ja oder nein? Und wenn du sagst ja, dann musst du alles, was dich runterreißt, lassen. Ob das deine Mutter ist, dein Vater, deine Freunde, deine Kinder, deine Arbeit, deine eigenen Gedanken, Gefühle, deine eigenen Entscheidungen, die musst du einfach lassen. Es gibt so eine gewisse Radikalität, die einfach dazu gehört. Das ist so. Wenn jemand null Ahnung hat und sagt, ich will jetzt Pianist werden, dann muss er sich auch disziplinieren. Dann muss er auch auf vieles verzichten und 8 Stunden am Tag trainieren. Dass er nach ein paar Jahren überhaupt Konzerte geben kann und etwas spielen kann oder Aufnahmen verkaufen kann und so weiter. Und es ist bei Glückseligkeit genauso, bei Erfolg ist genauso und bei Reichtum ist es auch so. Jede dieser Bestandteile hat eine eigene Disziplin. Und wenn man dahin will, aber diese Disziplin nicht aufbringt, dann kommt man nicht dahin. Das ist eine bittere Erkenntnis, aber es ist so. Ich sage immer, die meisten Menschen wollen die besten Früchte, die oben am meisten Sonne abgekriegt haben. Sie wollen die besten und saftigsten Früchte. Nur hochklettern wollen sie nicht. Und so funktioniert das Leben nicht. Du hattest eben noch die Punkte Vergangenheit und Loslassen erwähnt. Also wie man friedlich wird mit der Vergangenheit, dass man dass man seinen Frieden findet, dass einen das nicht mehr auffühlt. Oder auch Menschen loszulassen, zum Beispiel die eigene Mutter. Wie macht man das denn? Also ich denke, das sind so große Themen, da brauchen wir wahrscheinlich nochmal ein extra Interview. Aber vielleicht hast du schon einen
Tipp für die Zuschauer, dass man das so machen kann, vielleicht möglichst wenig Schaden anrichtet oder soll man dann knallhart den Kontakt abbrechen? Wie findet man da so das rechte Maß? Also ich finde, der Kontaktabbruch ist wirklich der letzte Schritt, wenn alles andere vorher nicht funktioniert hat. Wir sind ja nicht grundlos Menschen begegnet oder sogar bei Menschen gelandet, also inkarniert, die uns belasten, die uns stören, die uns beleidigen, einschränken, unsere Träume zerstören. Das macht ja auch Sinn. Und der Sinn ist, dass wir uns verteidigen lernen. Der Sinn ist, dass wir kommunizieren lernen. Dass wir uns austauschen, dass wir den Mund aufmachen und sagen, das, was du sagst, belastet mich, es stört mich, wie du mit mir umgehst. Oder es ist beleidigend, ich empfinde das so. Ich würde mich wohler fühlen, wenn du nichts Negatives zu sagen, nichts Positives zu sagen hast, dass du einfach gar nichts sagst. Oder so wie du redest, du glaubst, dass du realistisch bist, aber du zerstörst meine Träume. Statt mich aufzubauen und sagen, tolle Idee, kann ich was für dich tun, kann ich dir irgendwie helfen, hast du irgendwelche Vorbereitungen getroffen, hast du dich beschäftigt mit denen, die denselben Weg gegangen sind, dieselben Ziele erreicht haben und so weiter. Oder ich besorge dir entsprechende Bücher oder Dokumentationen oder irgendwas. Das wäre das Richtige. Und diese Leute, die uns so belasten, beleidigen, einschränken, sie lernen dann auch dazu. Sie sehen, ach, man kann auch so darauf reagieren, das wussten sie ja nicht, weil sie selbst als Kind das so erlebt haben, dass man so mit denen umgegangen ist und unbewusst glauben sie, das ist normal. So geht man mit Kindern um oder so geht man mit dem Ehemann zum Beispiel. Man hat Neurobiologie ist eine der jüngsten Wissenschaften, Neurobiologie. Und man hat festgestellt, das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. 95% von unserem Verhalten sind Imitationen. Wir imitieren jemanden oder viele, zu denen wir bewusst oder unbewusst aufschauen. Wir haben eigentlich gar nicht so eine große Freiheit, wie wir immer dachten, dass wir denken, ich denke so, weil ich so denke, oder ich mache es so, ich esse so, ich kaue so, ich ziehe mich so an. Nein, wir haben Vorbilder in unserem Unterbewusstsein, von denen wir gar nichts wissen. Und wenn du mich fragst, wie kommt man eigentlich jetzt von der Vergangenheit los? Wie finde ich denn eigentlich heraus, ob meine Vergangenheit überhaupt eine negative und wenn ja, welche Wirkung auf mich hat? Dann würde ich sagen, besonders bei Frauen, weil Frauen empfänglicher sind, dass ich sage, schreib die Eigenschaften von deiner Mutter, die dir in den Sinn kommen, wenn du an sie denkst. In der Kindheit zum Beispiel. Sie hat gesagt, ach, Männer wollen nur Sex. Oder Männer sind alle Schweine. Oder Männer gehen fremd. Oder Geld ist das Wichtigste im Leben. Oder die Welt ist ein Dschungel. Der Schnellere gewinnt oder irgendwie sowas. Oder bestimmte Muster. Dass wie ist deine Mutter mit Problemen umgegangen? Wie ist sie mit deinem Vater umgegangen? Wie ist sie mit dir umgegangen? Wie ist sie mit anderen umgegangen? Zum Beispiel, war ihre eigene Familie wichtiger als Fremde oder umgekehrt? Hat sie eine Show gemacht oder war sie aufrichtig, war sie ehrlich? All das. All diese positive, negative Dinge, die dir einfallen von deiner Mutter, schreibst du auf. Und dann kommt der helle Wahnsinn, dass du herausfindest, welche dieser Dinge hast du auch. Wo bist du genauso? Gehst du nicht etwa mit deinem Freund so um, wie deine Mutter mit deinem Vater umgegangen ist? Hast du nicht dieselbe Mecker-Attacke, grundlose, dass du glaubst, wenn du deine Tage hast, musst du schlecht gelaunt sein? Nein, vielleicht war deine Mutter schlecht gelaunt, vielleicht ist es bei dir genau umgekehrt, dass du gut gelaunt bist. Vielleicht hat deine Mutter ihre Laune an deinem Vater oder an Kindern ausgelassen. Es bedeutet nicht, dass du jetzt dasselbe mit deinen Kindern machen darfst oder mit deinem Freund. Das sind alles Selbsterkenntnisse, die sehr bitter sind, schockierend sind, dass wir am Anfang schon feststellen, ich kenne mich überhaupt gar nicht. Ich weiß über mich eigentlich, wie ich wirklich bin, nichts. Und ich glaube, das ist die schockierendste Erkenntnis, die man überhaupt haben kann. Dass man versteht, ich kenne mich nicht. Ich weiß eigentlich nichts über mich. Ich kenne meine Vergangenheit. Ich kenne mich, wie ich da und da reagiere und agiere. Aber ich weiß nicht, wieso. Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht.
Und das ist ein Schock. Und wenn jemand sagt, ich will den Sinn meines Lebens kennenlernen, ich möchte meinen Weg zur Glückseligkeit, Erfolg und Reichtum kennenlernen, dann musst du dich kennenlernen. Und diese schockierende Erkenntnis am Anfang, diese Selbsterkenntnisreise ist, ich kenne mich nicht. Die zweite schockierende Erkenntnis ist, niemand kennt niemanden. Alle, die geheiratet haben, Kinder gekriegt haben und meinen, oh ja, ich kenne meine Kinder, ich kenne meine Tochter. Nein, du weißt gar nichts. Du weißt nicht mal irgendetwas über dich, geschweige denn über deine Tochter oder über deinen Sohn oder über deinen Mann. Das sind so gesellschaftliche Rollen und Spielereien, die die Menschen zusammenbringen, wie ein Theaterschauspiel. Auf der Bühne kommen die Theaterdarsteller und machen irgendwas. Jemand hat ein Drehbuch geschrieben, sie spielen es, aber in Wahrheit spielen sie nur eine Rolle. Wenn das Theater vorbei ist, dann sind sie ganz andere Menschen, sie ticken anders, sie denken anders, sie fühlen anders, sie essen anders, sie sehen anders aus, sie kleiden sich anders. Und wir müssen nicht warten, bis wir tot sind, dass wir zurückschauen und sagen, boah, ich habe ja ein völlig sinnloses Leben geführt, so wie mir das auch selbst passiert ist, sondern wir können auch die Augen aufmachen und sagen, wie viel von mir ist eigentlich ich? Wie viel? Wie viel Prozent von mir ist eigentlich echt? Dieses Ich entscheide mich, wer ist dieses Ich überhaupt? Wir wissen es nicht. Wenn Menschen sich kennenlernen und auf der Partnersuche sind, sie sehen ein Foto, dann schreiben sie sich E-Mails bei diesem Single-Portal, die alles Betrügereien sind. Und dann schreibt man sich eine E-Mail, man schickt ein paar Fotos, man telefoniert, dann trifft man sich und man hat das Gefühl, aha, ich kenne ihn. Jetzt kann ich ihn küssen. Jetzt kann ich mit ihm essen gehen, statt Kaffee trinken. Jetzt kann ich mit ihm ins Kino gehen, jetzt kann ich mit ihm ins Bett gehen. Aber die Wahrheit ist, niemand kennt niemanden. Das sind nur gesellschaftliche Rollen, die man anderen gegenüber spielt und man betrügt sich eigentlich auch selber. Wir schauen uns im Spiegel an, statt dass wir uns sagen, wer bist du, ich kenne dich nicht. Ich weiß, wie du agierst oder reagierst, wie du isst und trinkst, aber ich weiß nicht warum. Und das muss man herausfinden. Also jemand, der sagt, ich will den Sinn meines Lebens herausfinden, ich will meinen Weg, weil jeder Mensch einzigartig ist, ist sein Lebensweg genauso einzigartig. Ich will diesen einzigartigen, meinen persönlichen Weg zur Glückseligkeit, zum Erfolg, zum Reichtum finden, dann muss ich mich finden. Das heißt, ich muss für mich herausfinden, was ist denn eigentlich für mich Glückseligkeit? Kann das sein, dass Glückseligkeit für mich bedeutet, dass ich irgendwo in Italien ein kleines Land habe und Tomaten pflanze? Oder bedeutet für mich Glückseligkeit, dass ich male? Oder muss ich auf die Bühne? Muss ich etwas verkaufen? Bin ich ein Unternehmer? Was und wer und wie? Diese drei Fragen. Was bin ich? Wer bin ich? Und wie bin ich? Das sind alles so Selbsterkenntnisfragen, die, wie gesagt, aus eigener Erfahrung weiß, dass das sehr, sehr unangenehm sind. Auch der Weg dahin zu gehen, ist sehr unangenehm. Also du siehst ja, da gehört wirklich sehr viel dazu. Ich kann Menschen nicht übernehmen, wenn sie sagen, ich kenne den Sinn meines Lebens nicht. Eigentlich weiß ich gar nichts. Aber macht ja nichts. Allein diese Erkenntnis, dass man sich nicht kennt, dass man eigentlich gar nichts weiß. Wenn man erkennt, ich kenne den Sinn meines Lebens nicht. Ich weiß gar nicht, warum bin ich in dieser Welt. Das ist schon ein Anfang. Aber die meisten bleiben da stehen und resignieren, stagnieren, kapitulieren. Sie geben auf, sie sagen, tja, das war's dann. Jetzt habe ich geheiratet, jemanden, den ich nicht kenne. Jetzt habe ich Kinder gekriegt, die sich ein Scheiß für mich interessieren. Jetzt mache ich eine Arbeit, die ich eigentlich gar nicht mag. Ich vergeude eigentlich Zeit und warte eigentlich genau genommen auf den Tod. Auch diese Erkenntnisse sind sehr kostbar, dass man sagt, ich will aber nicht, dass mein Leben so weitergeht. Wie gehe ich jetzt mit meinen Kindern um, dass meine Beziehung mit ihnen für mich und für sie sinnvoll ist? Mit meinem Mann, mit meiner Frau, mit meiner Arbeit und so, das kann man alles ändern. Jede anbrechende Minute ist eine unglaubliche Chance, alles, wirklich alles zu ändern, zum Positiven.
Viele werden sich auch sagen, bevor ich jetzt herausfinde, was ich eigentlich will, wer ich eigentlich bin, muss ich ja auch einige Sachen ausprobieren, weil ich gar nicht weiß, wie sich das für mich anfühlt. Wie ist das? Mag ich das nicht? Und manche, die das vielleicht erst in der zweiten Lebenshälfte erkennen, für die muss das ja wirklich ein riesiger Schock sein. Oder sie denken sich, es ist zu spät, ich bin zu alt, es hat eh keinen Sinn. Gibt es überhaupt ein zu spät? Also bei mir war das auch so, dass ich irgendwann durch den Tod, ich bin ja gestorben, durch den Tod habe ich erkannt, beziehungsweise man hat mir gesagt, dass ich ein sinnloses Leben geführt habe und meinen eigentlichen Auftrag nicht erfüllt habe. Und wenn du mit null Ahnung startest, du weißt ja nichts. Das Leben ist keine theoretische Angelegenheit, sondern eine praktische. Das heißt, wenn man es nicht weiß, dann muss man Dinge ausprobieren, aber nicht so zwillingemäßig Hauptsache ausprobieren und Abenteuer erleben, sondern dass man sagt, ich taste mich vor. Was bin ich für ein Mensch? Welche Filme tun mir gut? Zum Beispiel Horrorfilme schauen ist einfach nur verrückt. Diejenigen, die Horrorfilme gerne schauen, sind wirklich verrückt. Man kann es anders nicht sagen, sie verstehen nicht, dass indem der Mensch, vor allem künstlich, weil Angst ist künstlich, indem der Mensch Angst empfindet oder Angst eingejagt wird, Energie verliert an satanische Kräfte, die extra deshalb auch Horrorfilme produzieren, andere produzieren Pornofilme oder all diese Filme, all diese komischen Liebesfilme und so weiter. Das sind Energieräuber in Form von Hollywood, Hauptsache in Form von Hollywood-Filmen. Und hauptsächlich kommt das auch von LA und Hollywood, beziehungsweise in New York. Könnte man sagen, dass man sich, während man dann Sachen ausprobiert, einfach beobachten sollte und sagt, was macht das mit mir? Und wenn man merkt, man kriegt dann Angst, dass man das Ganze stoppt zum Beispiel. Meine Empfehlung ist, habe ich auch selbst gemacht, mache ich heute noch, ist, wenn ich etwas machen will, dann hole ich mir erstmal Informationen. Also ich bin der Auffassung, dass wir jetzt im Informationszeitalter leben. Noch nie war es so einfach und so kostenlos, dass man so schnell innerhalb von Minuten an Informationen kommt, die man braucht. Schritt Nummer 1, man muss sich informieren. Wie funktioniert sowas, wenn ich etwas machen will, wenn ich ein Konzert geben will, wenn ich ein Buch schreiben will, wenn ich ein Buch veröffentlichen, verkaufen will, egal was ich will. Welche Fehler muss ich meiden? Welche Dinge muss ich tun? Also immer dasselbe, welche Dinge muss ich lassen, welche Dinge muss ich tun. Wie haben es die anderen gemacht, die wahnsinnig erfolgreich sind? Was haben sie gemacht? Es gab noch nie so viele Menschen, die erfolgreich geworden sind und kostenlos diese Informationen weitergeben, wie sie erfolgreich geworden sind. Dass zum Beispiel wirklich erfolgreiche Menschen sich äußern, sagen, wo sie angefangen haben, dass sie verzweifelt waren, dass sie gescheitert sind, immer wieder Misserfolge hatten und dann haben sie gelernt, wie das nicht funktioniert, wie das funktioniert und so weiter und irgendwann, sie sind reingeblieben, haben nicht aufgegeben und irgendwann waren sie erfolgreich. Das bedeutet, bevor man sich vortastet, Schritt Nummer 1 ist immer Information, Bildung. Das Wichtigste im Leben ist immer Bildung. Dass man ein Bewusstsein für das, was man erreichen will, entwickelt und dann sich langsam vortastet. Wir müssen nicht alles in praktische Erfahrungen lernen. Wir können auch vorher vieles lernen, bevor wir überhaupt gestartet haben. Das bedeutet, viele Fehler können wir im Vorfeld vorbeugen, ausschließen. Also erst Bildung, Information und dann sich langsam vortasten. Und dann sich von Neins oder von geschlossenen Türen oder von arroganten Idioten, die einen einfach schlecht behandeln, weil man keinen Namen hat, weil man nicht erfolgreich ist, weil man nicht reich ist, sich überhaupt nicht beeindrucken lassen, sich selbst treu bleiben und einfach dranbleiben, weitermachen. Ich sage immer, im Gegensatz zu den meisten Hollywood-Schauspielern habe ich eine unglaubliche Hochachtung vor Sylvester Stallone, der damals so unter Geldmangel gelitten hat, dass er sogar Pornos gedreht hat. Das wissen viele Leute nicht. Nicht, weil er Spaß daran hatte, sondern weil er Geld gebraucht hat, um zu leben, um zu überleben. Er war mit der Miete 3 Monate im Minus mit seiner Freundin. Sie haben überhaupt kein Geld gehabt. Und er hat alles versucht. Er hat auch Nebenrollen bekommen. Er sah komisch aus.
hatte eine komische Mundbewegung. Niemand wollte ihn sehen. Er war auch nicht ein Supertalent, was Schauspielerei angeht. Und er hat irgendwann sich hingesetzt, hat gesagt, ich muss mein eigenes Drehbuch schreiben. Die Skizzen, die er gemacht hat, gibt es heute noch. Dass er handschriftlich irgendwo unterwegs in Mittagspause und sowas selbst die Dialoge geschrieben hat über Rocky Teil 1. Und dann ist er mit diesem Drehbuch zu Produktionsfirmen gegangen. Von 1000 Produktionsfirmen haben alle ohne Ausnahme ihn ausgelacht, wie er ausgesehen hat und dass er als No-Name, als ein komplett Versager, als ein komplett gescheiterter Mensch mit einem Drehbuch kommt. Dass er kein Drehbuchautor ist, er ist kein Schauspieler, er ist kein Regisseur, er hat keine Ahnung und dann kommt er mit so einem Drehbuch. Alle haben ihn abgelehnt. Eine einzige Firma hat gesagt, ja, wir machen das, wir geben dir dafür $300.000 sogar für das Drehbuch. Nur mit der Bedingung, dass ein bekannter Schauspieler damals, der war bekannt, er soll die Hauptrolle spielen. Das muss man sich überlegen. Er hat gesagt, nein, ich will keinen Cent. Ich mache alles kostenlos, aber ich spiele die Hauptrolle. Aber ich will Erfolgsbeteiligung. Das ist meine Bedingung. Ansonsten mache ich es nicht. Er hat $300.000 abgelehnt in einer Zeit, wo er wirklich kein Geld hatte. Er musste, weiß Gott, was tun, damit er überhaupt überleben kann. In so einer Zeit hat er 300.000 abgelehnt. Und dann hat er den Film gemacht. Und der Film ist über Nacht zu einem unvorstellbaren Erfolg geworden, weltweit. Er ist über Nacht Multimillionär geworden. Und alle diese Produktionsfirmen, die ihn nicht mal mit dem Arsch angeschaut haben, wollten auf einmal mit ihm zusammenarbeiten, was er dann abgelehnt hat. Also das ist für mich ein wirklich erfolgreicher Mensch. Aus eigener Kraft, ohne Vitamin B, ohne irgendwelche Satanisten mitmachen, ohne in irgendeine politische Partei zu gehen. Es gab auch andere Schauspieler aus Österreich und Deutschland. Sie haben alles mitgemacht, um so erfolgreich zu werden, weil sie weder Talent noch Persönlichkeit hatten. Er hatte diese Persönlichkeit. Er hat sich von all diesen Neins und geschlossenen Türen überhaupt nicht beeindrucken lassen, ist daran geblieben. Er hat so lange da rumgefeilt, bis das Drehbuch fertig war. Und ist dahin gegangen und jede Tür, auf jede Tür, geschlossene Tür, auf die du triffst. Wenn du genau hinschaust, diese geschlossene Tür hat einen Pfeil und zeigt in eine Richtung. Diese Tür ist dir nicht gegenüber offen, aber zeigt die Richtung. Geh weiter, und zwar in diese Richtung. Wenn man nicht emotional wird und sich abgelehnt fühlt oder wenn man nicht aufgibt, resigniert und anfängt Alkohol zu trinken, sagen, ja, das war's, aus mir wird nichts. Nein, jede geschlossene Tür, ich sag's nochmal, jede geschlossene Tür zeigt dir die richtige Richtung, wo du weitergehen sollst. Und genau das hat er gemacht. So jemandem würde ich nicht nur die Hand geben, sondern seine Hand dafür küssen, dass er daran geblieben ist, weil er mit dieser Filmreihe unglaublichen Kampfgeist, Ehrgeiz und unglaubliche Werte in die Welt gebracht hat, im Gegensatz zu anderen, die auch irgendwie Actionfilme gemacht haben. Und dafür muss man ihm wirklich dankbar sein. Und ich glaube, jedenfalls Hollywood hat es nicht verstanden. Kein Wunder. Kein Wunder. So eine satanische Organisation, die wollen ja auch nicht, dass die Menschen aufwachen und Kampfgeist entwickeln. Sie wollen, dass die Menschen dumm bleiben, an irgendwelche Horrorfilme glauben oder an irgendwelche Außerirdische oder an irgendwelche romantischen Vorstellungen, aber bei der Realität nicht ankommen. Und er war von Anfang an tief angekommen in der Wirklichkeit. Und aus dem Nichts, aus eigener Kraft hat er das aus sich gemacht. Viele haben das behauptet, dass sie aus eigener Kraft das gemacht haben, aber sie haben gelogen. Das war nur PR. Bei ihm ist das wirklich echt gewesen. Und dafür habe ich Achtung vor ihm. Ich nehme ihn als Beispiel, als Vorbild, dass wirklich, wenn man dran bleibt, wenn man seine Persönlichkeit entwickelt, seine Talente, hat er auch gemacht, er hat auch Schauspielunterricht genommen und so weiter, in so eine Geldlosigkeit, dann kommt man auch da, wo man hingehört. Das war sozusagen Sinn seines Lebens. Das hat er auch erreicht. Er ist glücklich geworden, er ist erfolgreich geworden, er ist reich geworden. Wie es jetzt bei ihm aussieht, weiß ich nicht. Aber wer weiß, vielleicht begegne ich ihm eines Tages. Ich hatte die Möglichkeit, mit sehr bekannten Schauspielern und Hollywood-Stars zusammenzuarbeiten, aber ich habe es abgelehnt. Bei ihm würde ich es bejahen.
weil es mir nicht darum geht, ob jemand berühmt ist oder nicht, Geld hat oder nicht, sondern will er sich weiterentwickeln, ist er ein guter Mensch oder nicht. Du hattest vorhin auch gesagt, dass es eigentlich 2 wichtige Schritte oder Bestandteile gibt auf dem Weg zur eigenen Bestimmung und Glückseligkeit. Das erste, dass man eine Bereicherung für sich selbst wird. Da haben wir jetzt sehr ausgiebig drüber gesprochen, über das eigene Glück, aber auch, dass man eine Bereicherung für andere wird. Wie wird man denn für andere eine Bereicherung? Ich finde, daran kommt man eigentlich gar nicht vorbei. Wenn man sich selbst und seinen Lebensplan erkennt, ein wichtiger Bestandteil davon ist ja, dass man eine Bereicherung wird für andere. Und das bedeutet, ich helfe anderen. Ich bin für sie sinnvoll, ob ich ihnen die Autos repariere, Fahrräder, ob ich, was weiß ich, für sie mache. Ich bin sinnvoll für sie. Das ist ein unglaublich wichtiges Gefühl und seelisches Bedürfnis, nicht egoistisch, sondern seelisches Bedürfnis. Ich kann nur eigentlich glücklich werden, wenn ich weiß, ich bin sinnvoll für andere. Ich werde gebraucht. Ich kann andere entlasten. Ich kann ihnen helfen, die Probleme zu lösen, etwas zu verstehen. Ich bin sinnvoll für andere. Das macht einen sehr glücklich. Und das ist etwas, was wir alle brauchen. Aber wie? Das hängt natürlich von der Persönlichkeit, von Lebensplan, von Talenten, die man hat, von Gaben, die man hat, hängt das ab. Manche schießen dabei ja eigentlich auch über das Ziel hinaus, in dem Sinne, dass sie ganz viel für andere tun, aber sich selbst dabei aus den Augen verlieren. Oder dass sie sich vielleicht sogar nicht mit sich selbst beschäftigen wollen und sich deshalb um andere kümmern. Wie kann man das denn stoppen oder durchschauen, dass man sich da nicht auf den Leim geht? Ich habe die Erfahrung gemacht, was man anderen geben will, muss man haben vorher. Das heißt, man muss sich selbst erarbeiten. Und das bedeutet, wenn jemand am Ertrinken ist und ich vergesse mich und versuche ihn zu retten, das heißt, ich übersehe, dass ich selbst keine Luft bekomme, dann werden wir beide ertrinken. Und das bedeutet, wenn ich anderen etwas geben will, muss ich es selber haben. Das heißt, wenn ich mich selbst ignoriere, außer Acht lasse, aus unterschiedlichen Gründen, mangelnde Selbstliebe oder Selbstwertgefühl oder ich bin gar nichts wert, ich bin nur so viel wert, wie ich für andere bin, wertvoll bin für andere, das ist alles falsch. Und so funktioniert das Leben nicht. Das bedeutet, wenn ich mich selbst aus den Augen verliere, dann, was ich mache, ist Selbstzerstörung und nicht helfen. Helfen bedeutet, ich mache mich stark. Ich sage immer, wenn ich jemandem 10 Euro geben will, muss ich 100 Euro in der Tasche haben. Wenn ich jemandem 1000 Euro jemandem geben will, muss ich 10.000 in der Tasche haben. Das bedeutet, ich muss, was Glückseligkeit, was Erfolg und Reichtum angeht, viel besser dran sein als die, denen ich helfen will. Ich muss stärker sein als meine Kunden, als andere Menschen, damit ich ihnen, also ich muss mehr haben als sie, damit ich ihnen das geben kann. Wenn ich von selben Themen betroffen bin, wenn ich im selben Sumpf bin, dann kann ich ihnen nicht helfen. Also ich kann nicht als Alkoholiker sagen, ich mache jetzt einen Kurs, wie man von Alkohol wegkommt. Also ich bin selber Alkoholiker und ich sage ihnen, so kommst du von Alkohol weg, das funktioniert nicht. Es gibt viele Leute, sie sehen auch krank aus, sie sehen kaputt aus, sie sind fett, sie sind krank und sie sehen schlimm aus und machen dann Videos für die Gesundheit. Oder sie haben überall Piercing, wo es Löcher gab. Wenn es keine gab, haben sie Löcher gemacht und dann reden sie von Gesundheit. Oder sie haben diese gehirnverbrennende Kopfhörer, kabellose Kopfhörer, die wirklich dafür gedacht sind und gemacht sind, die Gehirnzellen abzutöten. Haben sie sowas im Kopf, sie haben schon Haare verloren und so weiter alles und sie sitzen in diesen Kopfhörern vor der Kamera und reden von Gesundheit. So funktioniert das Leben nicht. Man kann nicht wie in der katholischen Kirche anderen etwas predigen, was man selber nicht einhält. Und das macht nur ein Gauner, ein Betrüger. Jemand, der es wirklich ernst meint, macht sich stark für andere. Sich stark für andere. Das heißt, ich kümmere mich erstmal um mich selbst, dass es mir so weit gut geht, dass ich mich um andere kümmern kann. Dann. Nicht vorher. Wenn jetzt jemand ausprobiert, sich kennenlernt und scheitert hier und da, sucht ewig rum, findet aber seinen Sinn des Lebens nicht, dreht sich im Kreis,
Welche konkreten Schritte kannst du denn jemandem empfehlen, damit er das wirklich gezielt angehen kann? Wenn es darum geht, dass ein Mensch den Sinn seines Lebens kennenlernt, entdeckt, muss er sich selbst kennenlernen. Und das findet der Mensch nicht da draußen. Nicht in der Esoterik oder spirituellen Szene oder in irgendwelchen Büchern und so weiter. Der erste Schritt ist, die Blickrichtung muss sich korrigieren. Statt nach außen zu schauen, umdrehen 180 Grad nach innen. Die Blickrichtung, die erste Korrektur, der erste Schritt, egal ob man den Sinn seines Lebens finden will, ob man glücklich werden will, erfolgreich, reich, egal. Der erste Schritt ist immer Blickrichtung korrigieren. Das heißt, man muss seine Aufmerksamkeit auf andere Dinge richten als bis jetzt. Das heißt, dass man seine Aufmerksamkeit nicht mehr nach außen richtet, auf irgendwelche Frauen, Männer, wer mag mich nicht und wo kann ich mehr tun? Nein, dass man 180 Grad nach innen dreht und seine Aufmerksamkeit sich selbst schenkt. Das heißt, ich will mich selbst kennenlernen. Einfach, ich schaue mich anders an. Ich beobachte mich einfach genauer, bewusster und so weiter. Also Blickrichtung korrigieren. Und der zweite Schritt ist bewusstes Beobachten. Also Schritt Nummer 1, die Blickrichtung korrigieren, dass man sich mit blödsinnigen Dingen, die völlig sinnlos sind, nicht beschäftigt. Irgendwelche Stars haben geheiratet, andere haben sich getrennt. Das ist Blödsinn. Sondern, dass man wirklich die Blickrichtung nach außen umdreht nach innen. Anfängt auf sich selbst, seine Aufmerksamkeit sich selber schenkt. Der zweite Schritt ist beobachten. Wenn ein Mensch uns fasziniert, beobachten wir ihn auch. Welche Schuhe hat er an? Welche Socken? Welche Farben trägt er? Wie macht er seine Haare? Macht er Sport? Ist er verheiratet? Hat er Kinder oder sie? Diese Beobachten, dass wir einfach denjenigen genauer unter die Lupe nehmen, weil er uns aus welchem Grund auch immer interessiert. Das machen wir mit uns selbst, ohne zu urteilen. Das ist sehr wichtig. Ohne dass wir sagen, oh, das ist toll, ich sehe toll aus. Nein. Oder ich sehe schlimm aus. Und so nicht, sondern einfach beobachten, neutral, wie ein Beobachter. Wie macht sich diese Frau? Wie macht sie ihre Haare? Macht sie Sport? Und wenn ja, welche Art von Sport? Warum? Dass man einfach mal anfängt, Fragen stellen. Das ist der dritte Schritt. Schritt Nummer 1, Blickrichtung korrigieren, nach innen drehen. Schritt Nummer 2, beobachten lernen. Bewusstes Beobachten ist sowas von effektiv, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dritter Schritt, Fragen stellen. Einfach neutrale Fragen stellen. Warum färbt sie, diese Frau, die ich bin, ich schaue mich im Spiegel an und ich frage mich, warum färbt sie ihre Haare? Warum schneidet sie ihre Haare kurz oder lang? Warum trägt sie so diese Farbkombination und oft in ihrem Kleiderschrank ist alles schwarz oder alles grau oder alles grün? Warum? Einfach Fragen stellen, um sich selbst besser kennenzulernen. Blickrichtung korrigieren, beobachten lernen, neutral. Am Anfang sich selbst und später auch alles andere Menschen, eigene Mutter und so weiter. Das ist unglaublich aufschlussreich. Schritt Nummer 3, Fragen stellen. Eigentlich reichen diese 3 Schritte, um wirklich jede noch so verborgene Wahrheit, vor allem über sich selbst zu erfahren. Das ist ungeheuerlich. Und dann merkt man, wie viel Macht man eigentlich hat. Dass es sowas wie Träume eigentlich gar nicht gibt. Es gibt nur Visionen. Wir müssen nicht von irgendwas träumen. Wie kannst du uns holen? Wir haben die Macht dazu, wir haben die Kräfte dazu, wir haben die Zeit dazu, wir haben die Intelligenz dazu. Wir haben alles, was wir brauchen, wirklich alles. Auch das ist also eine heftige Erkenntnis, dass es eine Lüge ist, wenn ein Mensch davon ausgeht, ihm fehlt etwas. Eine Frau, ein Mann, Kinder, heiraten, ein Auto, eine Uhr, das ist alles nur Quatsch. Sowas gibt es nicht. Mangel ist eine Illusion. Und durch diese Illusion verkauft man uns auch schwachsinnige Sachen, die wir nicht brauchen. Ist diese Illusion dazu da, uns von unserer Selbstbestimmung abzulenken? Diese Welt, in der wir leben, besteht eigentlich nur aus Matrix, also Matrix-System. Und Matrix lebt davon, dass wir abgelenkt sind. Alles, wirklich alles in dieser Welt ist Ablenkung.
Auch heiraten, auch Kinder kriegen, auch Familie gründen, Partnerschaften. Je nachdem, worauf wir anfällig sind, das ist für uns eine Ablenkung. Ob das Filme sind, ob das Geld verdienen ist, ob das Frauen oder Männer oder Sex oder Partnerschaft oder irgendwelche Träumereien, alles ist Ablenkung. Und das ist auch der Grund, warum, wenn wir diese Träume erfüllen, wir trotzdem nicht trotzdem glücklich werden und nach einer Weile feststellen, das hat uns eigentlich gar nichts gebracht. Bis dahin hat man wenigstens davon geträumt, dass wenn ich das habe, wenn ich Kinder habe und so weiter, werde ich glücklich. Und nach ein paar Jahren stellt man fest, nein, das war ein Reinfall. So ist das in dieser Welt, werden wir permanent abgelenkt. Die Frage ist, wovon? Was ist denn so gefährlich, dass wir dahinter kommen? Dass wir wirklich durch alles, was wir erleben, abgelenkt werden. Wovon werden wir abgelenkt? Und ich bin der Auffassung von Selbsterkenntnis. Dass wir erkennen, wie viel Macht wir haben, welche Kräfte wir haben, dass wir Supertalente sind. Dass wir nicht träumen müssen, wir können einfach aktiv werden und unsere Vision erfüllen. Und dann werden wir automatisch eine Bereicherung für uns und für die anderen. Und vielleicht sogar für die ganze Welt. Wir haben alles. Uns fehlt gar nichts. Was ist denn der Sinn deines Lebens? Der statische Teil ist ja bei uns allen gleich. Eine Bereicherung für sich selbst zu werden und eine Bereicherung für die anderen. Das hat jeder. Egal, ob er sich entwickelt, ob er das wahrhaben will oder woran er auch immer glaubt. Die meisten erfüllen das nicht. Sie werden keine Bereicherung für sich selbst, auch nicht für andere. Das ist bei mir auch so. Und der variable Teil davon ist, dass der Sinn meines Lebens ist dieser Auftrag, dass ich Menschen helfe, zu ihrem wahren Wesen zurückzufinden. Also nicht, dass die Menschen in eine bestimmte Richtung gelenkt werden, eine Sekte wird gegründet, eine Gemeinde, eine neue Religion, irgendwelche Rituale und das ist alles Quatsch. Das scheitert schon. Im Keime wird das erstickt. Nein, dass der Mensch weiß, er ist einzigartig. Allein die Bewusstheit darüber verändert alles. Er ist einzigartig und sein Lebensweg ist auch einzigartig. Seine Art von Glückseligkeit ist auch einzigartig. Seine Art, wie er erfolgreich werden soll, reich werden soll, ist auch einzigartig. Und das System von Matrix will uns alle wirklich in eine Massenproduktion pressen. Das heißt, wir werden in eine Norm gepresst und werden normal. Alle werden in eine Norm gepresst, werden normal. Und diese Einzigartigkeit bei mir ist, dass ich Menschen helfe, ihre energetische Konfiguration zu korrigieren, dass sie mehr Kraft zur Verfügung haben, dass sie mehr zur Besinnung kommen, wer sie sind, dass sie sich selbst erkennen, das heißt auf energetischer Basis, dann auf geistige Basis, Bewusstseinserweiterung und dann auf seelischer Basis, indem ich ihnen helfe, reiner zu werden, weiterzukommen, mehr zu fühlen, mehr in Verbundenheit zu gehen mit allem, mit der ganzen Schöpfung. Das sind diese 3 Bestandteile. Das mache ich in meinen Büchern, Seminaren, Vorträgen, mit meinen kostenlosen Videos. Und das ist einfach, das bin ich, das ist mein Leben. Das ist der Sinn meines Lebens. Und ich brauche auch keinen Urlaub davon. Also es macht mich so glücklich, dass ich keinen Urlaub brauche. Ich brauche keine Erholung oder sowas. Und wenn ich Erholung brauche, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Weil wenn man das Richtige macht, dann bekommt man eher Kraft. Die Lebensqualität steigt und nicht, dass sie fällt. Was tust du denn, um mit dir selbst in Verbindung zu bleiben und dich nicht aus den Augen zu verlieren? Eine ganz einfache Frage. Weißt du noch, Blickrichtung korrigieren, bewusstes Beobachten lernen und Fragen stellen. Eine einzige Frage. Was ich jetzt mache oder vorhabe zu machen, macht es mich wirklich glücklich hier in meinem Herzen? Ja oder nein? Diese eine ganz einfache Frage, man muss sehr ehrlich sein mit sich selbst. Diese ganz einfache Frage ist die Lösung eigentlich für alles, für alle Entscheidungen. Da kann man nur glückliche Entscheidungen treffen. Also wenn ich hungrig bin und ich sage, ich habe aber keine Lust, ich mache Spiegeleier, weil ich keine Lust habe. Und nicht, weil es mich glücklich jetzt macht, Spiegeleier zu essen. Und wenn ich dann sage, egal ob ich Zeit habe oder nicht, was macht mich jetzt glücklich? Was macht meinen Körper glücklich? Weil er muss es ja essen.
Er muss es ja verarbeiten, er muss ja Energie daraus machen. Was macht mein Körper jetzt glücklich, wie wenn ich ein Kind wäre? Ein kleines Kind, meine Mama kocht und sagt, wow, das freut mich total. Ich kann wie ein Kind einfach nur rumkichern, obwohl das Essen noch gar nicht da ist. Wenn ich diese Frage mir stelle, dann komme ich immer wieder zurück zu mir. Und diese Frage sollte sich jeder stellen, ob kurzfristig, mittelfristig oder langfristig. Mach Entscheidungen, die dich einfach glücklich machen wie ein Kind. Alles andere ist Unsinn. Das hast du sehr schön gesagt. Das ist wirklich eine wunderbare Leitlinie. Ich habe das ausprobiert, ist so. Es ist auch bei niemandem anders, weil jeder hat eigene Antworten. Und das ist auch richtig so. Jeder ist einzigartig und seine Antworten sind genauso einzigartig. Und diese Antworten gelten auch nur für ihn. Das muss man auch wissen, nicht für andere. Wenn ich sage, mich macht es jetzt glücklich, was weiß ich, Sapsipolo zu machen, dann mache ich das. Egal, ob ich Zeit habe oder nicht, ich mache mich glücklich. Und wenn ich mich glücklich mache, die Zeit, die ich dann dadurch verloren habe, weil ich eigentlich in diesem Modus war, Buch zu schreiben, nachdem ich mich glücklich gemacht habe, kann ich die Zeit schnell nachholen, weil ich glücklich bin. Dann kann ich viel besser schreiben als unter Zeitdruck und Leistungsdruck und sagen, nein, du musst jetzt einfach, eigentlich isst du jetzt gar nichts, weil du jetzt schreiben musst. Nein, mach dich glücklich. Und wenn du es nicht weißt, was dich glücklich macht, dann finde es heraus. Taste dich vor, lerne dich kennen. Mach dich glücklich, das ist der Anfang und das Ende. Du bist der Anfang und das Ende. Wenn deine Zeit irgendwann gekommen ist, mit welchem Gefühl willst du dann gehen? Ich sage immer, es gibt 2 Fragen, an denen niemand vorbeikommt. Ob die Leute an irgendeine Religion oder politische Partei glauben oder überhaupt an irgendwas glauben. Ob sie sich irgendetwas bewusst sind oder nicht. Niemand kommt am Ende seines Lebens an diesen 2 Fragen vorbei. Niemand. Und er muss diese 2 Fragen beantworten. Und die meisten Antworten sind miserabel. Sehr traurig und unglücklich. Frage Nummer 1 ist, was nehme ich mit? Gold, Silber, Erfolg, ich war der beste Tänzer und so weiter kannst du nicht mitnehmen. Was nimmst du wirklich mit? Und die zweite Frage ist, was hinterlässt du in dieser Welt? Frage Nummer 1, all diese Reichtümer und Erfolg kannst du nicht mitnehmen. Was du mitnehmen kannst, ist ein reines Herz, soweit du es geschafft hast. Das heißt, ein liebendes Herz, ein mitfühlendes Herz, ein hilfsbereites Herz, ein Herz, das für die Liebe, für Wohltun an andere so gefühlt hat. Ein helfendes Herz, ein Herz, das auch sich lieben lassen hat, ein Herz, das dich mit dem Leben, mit Lebensgeschöpfen und mit anderen Menschen verbunden hat. So ein Herz. Und ein erweitertes Bewusstsein. Diese 2, das sind die einzigen Dinge, die du mitnehmen kannst. Ein erweitertes Bewusstsein, dass du dir Bildung angeeignet hast, dass du deine Schwächen überwunden hast, dass du dazugelernt hast, dass du dich immer weiter optimiert hast, entwickelt hast. Also ein erweitertes Bewusstsein, ein reines Herz nimmst du mit. Was anderes nimmst du nicht mit, kannst du auch nicht. Und das will ich. Ich will mein Bewusstsein so weit entwickeln, wie es nur möglich ist. Und ich möchte mein Herz so weit reinigen, wie ich es schaffe, in dieser Inkarnation, so viel Zeit mir bleibt. Weil ich weiß, dass ich nur diese 2 Dinge mitnehmen kann. Und auf die Frage, was hinterlasse ich in dieser Welt, die meisten Menschen hinterlassen Trauer. Verwahrloste Kinder, orientierungslose Menschen, abhängige Menschen, die ohnehin nicht mehr klarkommen, offene Rechnungen, Schulden und so weiter, ungelöste Konflikte und so. Und ich habe mir vorgenommen, Bücher zu hinterlassen für die nächste Generation, für ein neues Menschentum. Die Menschen leiden massiv unter Orientierungslosigkeit. Und sie werden auch in Zukunft viel mehr Orientierung brauchen als heute. Und es ist Zeit, Tacheles zu reden. Wirklich die Wahrheit hinzuklatschen und sagen, wie es ist, was die Leute tun, was sie unter Familie verstehen und Liebe und so weiter, ist nur ein Albtraum. Und das hat mit all dem überhaupt nichts zu tun. Und dass ich Bücher hinterlasse, die das kollektive und globale Bewusstsein verändern und verbessern, optimieren. Kompositionen, die das Herz der Menschen berühren, sie daran erinnern, dass sie göttlich sind, dass sie
dass sie vollkommen sind, dass sie Gefühle haben und nicht, dass sie wie Roboter funktionieren müssen. Das heißt, ich will so viel Gutes, so viel Schönes, Wahres, Lichtes in diese Welt hinterlassen, wie es mir möglich ist. Das ist, könnte man auch sagen, Sinn meines Lebens. Dass ich ein reines Herz und ein erweitertes Bewusstsein mitnehme und so viel Schönes, Gutes, Wahres in diese Welt hinterlasse. Dass die Menschen, wenn sie an mich denken, wenn sie mein Grab besuchen, dass sie sagen, er hat uns wirklich geliebt. Er hat uns wirklich geliebt. Er hat nicht davon geredet, er hat nicht irgendwas gemacht, sondern er hat wirklich alles gegeben, was er hatte. Er hat alles gesagt, was er wusste. Und er hat alles getan, was er konnte. Das bin ich und so werde ich gehen. Das sind wunderbare, bewegende Worte zum Abschluss und ich selber fühle mich auch tief berührt. Vielen Dank, Said, für dieses wundervolle Gespräch und für deine Zeit. Vielen Dank auch für deine Zeit. Wir haben erkannt, es gibt kein sinnloses Leben. Gute Nachrichten, du hast es selber in der Hand, du kannst es ändern, jederzeit, was du aus deinem Leben machst. Du musst nur die Schritte angehen, die Said gesagt hat. Und dann kannst du ein wundervolles Leben haben und deine eigene Bestimmung, deinen Sinn leben. Wenn dir dieses Video gefallen hat, gib gerne einen Like, schreib in den Kommentaren, was dich besonders berührt hat, was dich bewegt hat oder wie du deinen Sinn gefunden hast. Wenn du auch die nächsten Videos von Said sehen willst und nichts verpassen willst, dann abonniere seinen Kanal und aktiviere die Glocke, damit du automatisch informiert wirst, wenn ein neues Video kommt. Wir freuen uns auf dich. Bis bald!